Wir wollen mit 200 Pferden umziehen. Aber nein, natürlich nicht mit dem Anhänger, da passen keine 200 Pferde rein. Und bis es soweit ist, liegt noch ein sehr weiter Weg vor uns. Ich bin Leonie Bühlmann und ich habe hier das erste Mal den Fuß auf dieses Gestüt vor fast 17 Jahren gesetzt. Damals ist eigentlich diese Reise losgegangen, obwohl ich das noch nicht wusste. Und heute möchten wir einmal zeigen, wo alles begann. Herzlich willkommen auf La Perla. Ich möchte euch heute mitnehmen auf einen Rundgang. Wir wollen ja mit 200 Pferden umziehen, aber noch ist es nicht so weit. Noch müssen wir ganz viel vorbereiten, bis es dann soweit ist. Und ja, deshalb möchte ich euch jetzt einmal das bestehende La Perla zeigen und auch so ein bisschen das auch verewigen, weil ich bin hier seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren. Und so lange ist es jetzt mein Zuhause und vor allem auch das Zuhause von allen La Perla Pferden. Und das möchten wir auf alle Fälle noch würdigen. Hereinspaziert! Wir sind hier auf einer Finca nördlich von Madrid, ungefähr 130 Kilometer, und wir sind auf 1200 Meter Höhe in den Bergen. Das heißt, wir haben hier sehr, ich sage jetzt mal, herausforderndes Klima. Der Winter war sehr hart, der Winter ist sehr lange hier. Wir haben häufig bis zu 8 Monaten wirklich kaltes und schlechtes Wetter. Und so langsam wird es grün, so langsam wächst auch ein bisschen Gras. Aber das ist hier leider nicht so optimal. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir umziehen möchten. Auf der neuen Finca ist viel milderes Klima. Dort kann das Land wirklich auch die Pferde ernähren. Hier ist es tatsächlich so, dass die Finca sehr, sehr groß ist. Die ist ungefähr um die 1000 Hektar. Wir aber nur ungefähr 10% für die Pferde zur Verfügung haben. Alles andere wird genutzt für Kühe und Kampfstiere und so weiter. Wir sind hier nur zur Pacht, also das gehört uns hier nicht, sondern wir haben eben einen Teil gemietet. Und La Perla ist tatsächlich hier, ich sage jetzt mal, geboren, vor über 25 Jahren. Alberto Herranz heißt der Vorbesitzer, der das Gestüt gegründet hat vor über 25 Jahren. Er ist damals in ganz Portugal rumgereist und hat aus verschiedenen Zuchten Hengste und Stuten gekauft und dann darauf seine Zucht aufgebaut. Und die Lieblingsfarbe von ihm ist Palomino. Und Palomino auf Spanisch heißt auch Perla und deshalb heißt das Gestüt La Perla. Und sein Ziel war auch eben die Farbzucht. Und deshalb haben wir so viel Farbenvielfalt. Heutzutage, ich finde die Farbenvielfalt sehr schön. Das ist jetzt heutzutage für mich nicht das oberste Zuchtziel, sondern das oberste Zuchtziel ist, dass die Pferde klar im Kopf sind, dass sie einen guten Charakter haben und dass sie rittig sind, dass sie menschenbezogen sind, so, dass sie natürlich schöne Gänge haben, ein korrektes Exterieur, gesund sind, robust sind, das selbstverständlich. Und das i-Tüpfelchen ist so dann die Schönheit und eben die Farbenvielfalt, die wir hier nach wie vor haben. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Gestüt, also so zum Kern, sage ich jetzt mal, wo so die Stallungen sind etc. Wir kommen jetzt hier an der Arena vorbei. Das ist eigentlich eine Stierkampfarena, wird nicht für Stierkampf genutzt, zum Glück. Und sie ist tatsächlich ziemlich cool, um Pferde frei laufen zu lassen. Ich reite da drin auch ganz gerne, weil man von hier so einen schönen Ausblick hat, auch auf die Berge, und man hier so ein bisschen weg ist vom Haupttrubel vom Gestüt. Daneben das ganze Gerüst ist tatsächlich für die Kühe und für die Stiere, um die so auszusortieren. Man kann von oben so Abteile auf und zu machen, weil Kampfstiere kann man ja nicht treiben, die greifen ja an. Ich lebe seit 20 Jahren in Spanien.
Ich bin damals für mein Studium nach Spanien gekommen. Eigentlich waren 6 Monate vorgesehen für ein Austauschsemester. Ich habe Spanische Sprach- und Literaturwissenschaften studiert und es hat mir aber dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich bleibe. Und habe dann alles in die Wege geleitet, dass ich mein Studium hier in Madrid zu Ende studieren konnte. Also zu Ende, ich habe dann noch 4 Jahre in Madrid studiert, weil nur ein Teil anerkannt wurde. Und bin so ja, hier in Spanien gelandet und hatte schon damals ein Pferd, ein PRE. Der ist jetzt heute, der wird jetzt 27 Jahre alt dieses Jahr und ist immer noch bei mir. Und ich habe dann, weil ich mich ja viel natürlich auch in der Pferdewelt bewegt habe, habe ich dann im Dezember 2009 La Perla kennengelernt und habe dann auch 2 Pferde in Beritt bekommen von hier, habe dann die auch auf Turnieren vorgestellt, vor allem den einen, das war mein Boogie, den sicher viele auch kennen, mein großer schöner Schimmel, der leider schon im Himmel ist. Und habe dann so ein bisschen angefangen mit dem Gestüt zusammenzuarbeiten. Bin dann nach meinem Studium noch für ein Jahr nach Frankreich, bin dann zurück nach Spanien gekommen und habe dann hier auf dem Gestüt zuerst als Bereiterin angefangen. Da ich die Einzige war, die abgesehen von Spanisch noch andere Sprachen gesprochen hat, ging es dann ziemlich schnell, dass ich angefangen habe, die Website zu besetzen, mich um Kunden zu kümmern aus dem Ausland. Ich bin auf Messen gefahren und habe dann so das Gestüt auch im Ausland bekannt gemacht und eben es wurde dann ziemlich schnell viel mehr als nur Bereiterin. Und ja, und nun ist es fast ein Jahrzehnt, dass das Gestüt mir gehört und dass ich die Verantwortung für alles habe. Und ich habe in den letzten 10 Jahren hier sehr viel verändert. Vieles kann ich nicht verändern, da sind mir leider die Hände gebunden, weil wir eben hier nur zur Pacht sind, weil es mir nicht gehört. Vieles haben wir aber oder habe ich verändert. Unter anderem auch habe ich diese Paddocks gebaut oder bauen lassen, dass alle Pferde jeden Tag raus können. Das ist hier Glacial, einer der Zuchthengste. Und er genießt gerade die Sonne und hier ein bisschen draußen sein zu können. Bei mir ist es sehr wichtig, dass es den Pferden so gut wie möglich geht. Also wirklich, das steht bei uns kompromisslos immer an allererster Stelle, dass es allen Pferden gut geht. Und vieles konnte ich hier verbessern und konnte ich hier auch umsetzen, damit es den Pferden besser geht. Aber es ist nicht alles möglich. Es gibt doch einige Sachen, die sich einfach nicht ändern lassen hier. Hier auf dem zweiten Paddock ist der Galeon, das ist auch einer der Zuchthengste. Und der nächste ist der Espartaco, auch einer der Zuchthengste. Na, ihr Süßen? Heute haben wir ein bisschen Sonne. Es ist immer noch ziemlich kalt bei uns. Letzte Nacht war noch 2 Grad. Aber jetzt tagsüber in der Sonne ist es schon einigermaßen angenehm. Na, Nabucito? Nabucco ist auch einer der Zuchthengste. Du hast dein Halfter halb ausgezogen. Darf ich dir das wieder übers Ohr schieben, mein Süßer? So ist doch das angenehmer. Hm? Ja, das ist angenehmer, mein Süßer. So, und hier kommen wir schon zu den ersten Boxen. Das sind zum Glück ziemlich geräumige Boxen. Und ich habe ich weiß gar nicht mehr genau vor wie vielen Jahren, vor 7 Jahren oder so, habe ich dann Fenster einbauen lassen, damit die Pferde rausgucken können. Und auch zwischen den Boxen Gitter eingebaut, damit sie halt Sozialkontakt haben. Am liebsten hätte ich noch vor jeder Box Paddock, aber das lässt sich hier leider nicht bauen. Na, Vibri? Dann stelle ich euch mal den ältesten Hengst hier vor. Und zwar ist das der Vibri, der Vibrante da Broa. Er ist ein reiner Veiga aus der Zucht, aus der Veiga-Zucht aus Portugal. Und er wird jetzt 24 dieses Jahr. Mein Süßer. Man sieht es vor allem, darf ich einmal, wenn man da ein bisschen unter den Job guckt, dann wird es langsam weiß. Ja, und er genießt
hier sein Alter, sein Leben, kommt natürlich auch jeden Tag raus und wird auch von uns noch ein bisschen trainiert und einfach so, dass es ihm so gut wie möglich geht, ne, mein Süßer. Und wie gesagt, die Boxen sind ganz gut, die sind ziemlich groß, dürften von mir aus noch größer sein und ich hätte eben gerne Paddocks davor, so dass die immer raus können, wenn die wollen, aber nicht jetzt, Süßer. Jetzt gehen wir nicht einfach raus. Na, mein Süßer, 24 Jahre alt und Plötzchen im Kopf, super. Hier haben einige Hengste, das kann ich überlegen, ich glaube, es sind alles Hengste, die jetzt hier stehen. Weil die Wallache haben wir in Gruppen zusammen draußen und die Hengste sind in Boxen. Genau, hier sind alles die Stehenhengste, zum Teil Zuchthengste und zum Teil Nachwuchshengste. Dann gehen wir hier weiter. Jetzt kommen wir schon dem Hof näher. Ihr seht, es ist jetzt nicht so ein wunderschönes Gestüt mit weißen Mäuerchen und schön bepflanzt und alles schön hergerichtet. Das ist aber tatsächlich nicht das, was mich hier stört. Also natürlich wäre es schöner, wenn alles wunderschön ist, aber das wäre ja vor allem für die Menschen. Wenn jetzt alles wunderschön hergerichtet ist, ist ja das vor allem für die Menschen schön. Und mir geht es darum, dass es für die Pferde möglichst gut ist. Wenn beides ist, dann ist es natürlich noch besser. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was mich hier am meisten stört, dass es jetzt nicht so schön ist, dass es viel zusammengezimmert ist und so, sondern eben, dass es einiges gibt, was ich für die Pferde nicht verbessern kann, was ich wichtig finde. So, jetzt kommen wir zum Reitplatz. Den habe ich vor einigen Jahren neu gemacht und der ist richtig gut. Davor war das so es ist hier sehr felsiges Land und es war so ein felsiger Boden mit ein bisschen Sand draufgekippt. Und wenn es geregnet hat, dann konnten wir irgendwie 5 Tage den Platz nicht benutzen, weil es dann so eine Sandsuppe auf Fels war. Und jetzt ist er richtig gut mit einer super Drainage. Wir haben nie nur irgendwie eine Pfütze. Das ist richtig toll. Und hier gleich daneben haben wir die Manga. Und zwar ist das so ein Untersuchungsstand, der sehr, sehr praktisch ist. Er ist nur nicht sehr gut gelegen, weil er einfach 15 Meter neben dem Reitplatz ist. Das heißt, wenn wir hier arbeiten, zum Beispiel auch wenn ich die Stuten untersuche in der Zeit, in der ich sie decke, wenn ich Ultraschall mache und so, dann müssen die Stuten ja auch immer hier durch. Und wenn dann gleichzeitig jemand mit jungen Hengsten trainiert oder ja, dann ist es nicht so ideal. Das wäre viel besser, wenn solche Arbeitsräume getrennt sind und nicht miteinander in Konflikt kommen. Diese Manga ist sehr, sehr hilfreich. Die Stuten und auch die Hengste kennen diese Manga und das heißt, die Fohlen lernen das auch kennen, wenn sie klein sind, weil dann kommen sie mit ihren Müttern auch rein, wenn sie zum Beispiel das erste Mal entwurmt werden oder wenn irgendwas ist, wenn sie verarztet werden müssen oder wenn die Mama verarztet werden muss, etc. Das heißt, sie kennen das, sie wissen, dass man hier drin ruhig steht, das kennt sie von klein auf und das ist sehr hilfreich, um danach alles Mögliche mit ihnen machen zu können. Und vor allem ist es sehr viel stressfreier, sowohl für die Pferde wie auch für die Menschen. Und die ist so gebaut, dass ich hier die vorderen Teile kann ich sogar komplett seitlich aufmachen, wenn nötig. Die Pferde kommen da hinten rein, gehen da vorne wieder raus. Hier in der Mitte kann ich noch zumachen. So. Und hier mache ich zum Beispiel auch die Ultraschalls der Stuten. Und da werden sie auch besamt etc. Und hier hinten, der hintere Teil, kann man hier unten aufmachen. So, das heißt, wenn ein Pferd jetzt irgendwie unten am Huf oder am Bein was hat, dann kommt man hier von unten dran. Das ist wirklich sehr praktisch und wie gesagt viel stressfreier für alle Beteiligten. Und gleichzeitig ist es tatsächlich auch gar nicht so eine schlechte Vorbereitung, wenn sie dann mal verladen werden und transportiert werden, weil sie schon kennen, dass sie ruhig auf engem Raum stehen, vorne, hinten seitlich begrenzt sind. Die Manga sieht immer erstmal so ein bisschen gruselig aus, wenn man es nicht kennt, aber wenn man sie richtig benutzt, ist sie wirklich ein sehr hilfreiches Instrument, sage ich jetzt mal, oder Gebilde, was vieles erleichtert.
Wir haben hier auch Medizinschrank und hier dahinter ist so ein kleiner Vorraum und hinter dem Vorraum kommt man zu 2 Paddocks. Und hier auf den Paddocks sind, ja, je nachdem, was wir gerade machen, verschiedene Pferde. Also zum Beispiel in der Zeit, in der ich die Stuten besame, sind die Stuten, die gerade in der Zeit untersucht werden, hier, bis sie dann besamt sind und wieder rausgehen. Oder wenn ich die Fohlen absetze, sind sie auch hier. Jetzt haben wir hier gerade eine kleine Gruppe von 2-jährigen Hengsten, die noch entwurmt wurden. Und ja, je nachdem, was halt gerade ansteht, sind hier verschiedene Gruppen von Pferden. Was sehr praktisch ist, eben mit der Manga, oder wenn wir Verletzte haben, sind die auch hier, dass wir sie direkt in die Manga reinnehmen können. Das ist super. Es ist nur leider ein bisschen zu wenig Platz, das heißt nur 2 Paddocks. Wir bräuchten häufig mehr, weil wir manchmal halt verschiedene Gruppen haben, die gerade irgendwie was benötigen, und da könnte man einiges verbessern, was dann halt so im Alltag und im Tagesablauf viel einfacher wäre. Also wir haben jetzt auch gerade noch eine Gruppe Stuten, die drin sein müssen, eben wegen Verletzungen, und dann müssen wir immer hin und her puzzeln und gucken, wie wir was wo hinstellen. Hi, mein Süßer. Und das ist nicht immer so einfach. Na, alles gut? Nee, wir gehen da nicht rein. Du bist ein Süßer. Also es ist nicht stressig, man möchte da reingehen. Na? Ja, toller. Gut, dann gehen wir weiter. Wenn die Pferde aus der Manga rauskommen, dann laufen sie hier so rüber und dann können sie entweder hier rein oder hier hinter das rote Tor. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Gruppe von Stuten reinholen und dann entscheiden, okay, die Gruppe bleibt drin, weil die müssen wir jetzt gerade zum Beispiel in der Decksaison per Ultraschall untersuchen. Die anderen sind gerade nicht im Zyklus, die können wieder raus. Dann können wir hier 2 Gruppen machen und die dann da bleiben auf die Paddocks und die rausgehen, wieder raus. Und es gibt auch Momente, in denen wir, in denen wir mehr als 2 Gruppen machen müssten, und das geht dann nicht. Dann müssen wir irgendwie 2 Gruppen machen, dann müssen die einen raus und dann müssen wir aus der einen Gruppe wieder 2 Gruppen machen. Das sind auch so Arbeitsschritte, die wir erleichtern könnten, wenn wir mehr Platz hätten. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Teil hier, da geht es da unten wieder raus und da geht es zu anderen Weiden. Das heißt, es gibt dann auch immer wieder Situationen, dass hier, wenn die Männer irgendwie die Kühe gefüttert haben und wir hier rauf müssen, dass sie hier mit Traktoren und Autos durchfahren müssen, und dann haben wir hier gerade Pferde, und das sind alles so Sachen, die man sehr verbessern und erleichtern könnten. Einfach, dass im Alltag viele Arbeitsschritte nicht nötig sind. Wenn wir nicht zuerst 10 Tore auf und zu machen müssten, wenn wir irgendwo hin wollen und Kühe aus dem Weg räumen und so weiter. Genau. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Stallungen. Tora! Okay? So, dann geht es hier wieder am Reitplatz vorbei. Und hier oben hat es dann noch mehr Stallungen und unsere kleine Reithalle. Hier haben wir auch wieder einige Paddocks, zum Teil auch zusätzlich gebaut in den letzten Jahren, damit wir wirklich einfach Platz genug haben, dass alle Pferde jeden Tag raus können. Ich hätte gerne noch größere Paddocks, respektive Weiden, wo die Pferde raus können, damit sie einfach noch mehr Platz haben. So, hier sind wir jetzt bei weiteren Boxen. Hier stehen zum Teil auch Zuchthengste. Wir können hier gerade einmal zu unserem König. Hi, mein Schöner. Das ist Schimfrim. Er ist der zweitälteste Hengst hier. Er wird jetzt 23 dieses Jahr. Und er ist mein König. Er ist ein richtig, ja, königliches Pferd, ich kann es nicht anders sagen. Und er ist der Papa von einigen
Zuchthengsten hier. Auch Großvater ist auch der Vater oder Großvater von vielen Stuten hier. Aber er ist so einer der Hauptbegründer von La Perla. Ne, mein Schöner? Jo. Und die Boxen hier, die sind von der Größe her okay. Ich hätte sie auch lieber größer und vor allem hätte ich gerne vor jeder Box auch ein Paddock. Und hier gibt es einige Paddocks vor den Boxen, aber halt nicht vor jeder Box, sondern hier vorne haben 3 Boxen ein Paddock und weiter hinten dann je 2. Und hier stehen auch nachts, auf jedem Paddock steht ein Hengst und das klappt super. Also die haben dann, ja, die stehen nebeneinander, die haben schön viel Sozialkontakt, die können ein bisschen spielen und die können die ganze Nacht rein und raus. Und am liebsten hätte ich, dass die halt 24 Stunden rein und raus können, nebeneinander stehen, so, und dass sie dann auf noch größere Flächen raus können, dass sie aber die Fläche immer zur Verfügung haben. Das wäre mein Wunsch für die Pferde oder für die Hengste. Die Walache habe ich eben gerne in Gruppen. Die Hengste geht nicht und deshalb möchte ich einfach, dass jeder Einzelne viel Platz hat und eben auch Sozialkontakt untereinander. Dann das ist die Stallgasse. Hier, wie man sieht, die Pferde sind gerade im Fellwechsel. Hier werden die Pferde geputzt. Hier können auch die Boxen von hier aus gefüttert werden. Das ist eigentlich ganz praktisch. Die Hengste sind auch wirklich sehr anständig. Also wir können hier andere Hengste anbinden und die sind da angebunden und haben ja auch Kontakt und das klappt. Das klappt super und das finde ich eigentlich auch gut, dass eben die Pferde nicht so isoliert werden, gerade die Hengste, sondern dass die möglichst viel verschiedenen Kontakt haben. Und hier ist gleichzeitig das Stroh- und Heulager, was ich nicht so ganz ideal finde, weil wenn mal was passiert, dann sind die Boxen direkt neben dem Strohlager. Es lässt sich hier aber nicht anders einrichten. Das hätte ich auch viel lieber getrennt. Und wir haben hier ein tolles Solarium, was wir nicht benutzen können, weil die elektrischen Installationen hier auf der Finca so eine Katastrophe sind, dass wir uns nicht getrauen, das anzuschließen. Also erstens haben wir hier keinen Starkstrom und dann gibt es aber irgendwelche Möglichkeiten, dass man es anschließen könnte, aber es ist hier so zusammengeflickt, dass ich Angst hätte, dass uns das Ganze um die Ohren fliegt und deshalb staubt es hier leider nur zu. Es wäre eine super Sache und da hoffe ich auch, dass wir auf der neuen Finca dann einen schönen Platz finden, wo dann das stehen kann. Dann haben wir hier eine kleine Sattelkammer, viel zu klein, aber naja, ist eine Sattelkammer. Dann gibt es hier weitere 5 Boxen, die wir nicht benutzen. Also wir haben hier ist zum Beispiel so ein bisschen Futterlager, steht der Futterwagen drin und noch weitere Futtersachen, weil die Boxen sie sind tatsächlich gar nicht so klein, wie sie aussehen, weil sie so ein bisschen schmal und lang sind, aber ich finde sie trotzdem, ich möchte hier, wenn es irgendwie geht, kein Pferd reinstellen, weil es einfach auch sehr zu ist, niedrig ist und so. Also hier werden mal Pferde zwischengeparkt, wenn die Boxen gemistet werden oder wenn irgendwas ist. Aber sonst nutzen wir diese Boxen nicht. Dann haben wir hier ein Labor. Es ist mehr als nur ein Labor. Also hier ist alles, was ich dann während der Decksaison brauche, auch Mikroskop und um die Samen zu analysieren und um den Samen dann vorzubereiten fürs Besamen und so weiter. Und es ist auch Medikamentenlager und so, aber es ist halt gleichzeitig auch ein bisschen Futterkammer für Zusatzfutter. Hier werden auch die Sattelsachen geputzt, das heißt, es ist ein bisschen ein Raum für alles und er ist definitiv zu klein. Und da wäre es auch schön, wenn halt alles ein bisschen besser Platz hätte und wir nicht so, alles irgendwie zusammenstopfen müssen. Hier ist eine kleine Wohnung, da sind meistens Praktikanten untergebracht. Dann haben wir hier vor einigen Jahren einen Salon gebaut, so ein Raum, wo wir dann auch
Wenn Kurse sind zum Beispiel, wird das als Seminarraum benutzt. Wir haben hier Teammeetings und essen hier zusammen. Ich arbeite hier tatsächlich auch ganz gerne, wenn ich Büroarbeit mache. Der Raum ist super geworden, der ist schön. Für die Kurse ist er häufig zu klein, aber größer können wir nicht machen. Also es ist schon mal gut, dass er so ist, wie er ist. Aber es wäre schön, wenn wir auch da noch ein bisschen mehr Infrastruktur hätten. Aber der Raum ist sehr schön geworden und sehr nützlich. Dann ist das hier unsere Halle. Und ich finde immer, dass die auf einem Video gar nicht so klein aussieht. Aber sie ist tatsächlich sehr klein. Sie ist nur so 12, 13 Meter breit und lang. Es ist aber ein Dach über dem Kopf. Also wir sind sehr dankbar, dass wir die überhaupt haben, weil es hier eben so häufig schlecht Wetter ist, dass wir nicht arbeiten könnten, wenn wir nicht wenigstens diesen Platz hätten. So super gebaut ist sie nicht. Ungefähr 2-mal pro Jahr läuft sie voll Wasser, wenn wir Gewitter haben, weil irgendwie hier draußen nicht alles abläuft. Und dann haben wir hier einen Swimmingpool. Das macht nicht so Spaß. Deshalb graben wir auch immer am Rand einen Kanal, dass wenn es regnet, dass das Wasser möglichst abläuft. Ja, aber es ist ein Dach über dem Kopf. Wir sind sehr dankbar, dass wir sie haben. Dann haben wir hier eben weitere Paddocks. Hey, Samuraicito. Hier stehen ja, tagsüber Pferde draußen, die sonst in der Box wohnen. Wir haben leider nicht genug Paddocks, dass alle Pferde quasi den ganzen Tag draußen stehen können, sondern wir haben 3 Schichten. Also vormittags, dann über Mittag und dann nachmittags eine Schicht, in der die verschiedenen Pferde draußen stehen können. Dann hier haben wir die eine Wallachgruppe, die sind zu dritt. Die stehen immer hier draußen oder dann noch auf der größeren Fläche. Hi, Ebanito. Ebano genießt seinen Sandpaddock. Hi, mein Süßer, ist auch einer der Zuchthengste. Na? Und dann der nächste Paddock hier daneben, da stehen im Moment 2 Pferde. Der läuft leider auch immer wieder mal ein bisschen mit Wasser voll, sieht man in der Mitte, weil auch der Ablauf nicht genug gut ist und irgendwie es nicht machbar ist, dass der verbessert wird. Dann haben wir hier eine etwas größere Weide da drüben und hier stehen aktuell 4 Wallache zusammen. Die stehen nachts in der Box, damit sie ihr Bett haben, ihr Futter haben, ihre Ruhe haben und tagsüber stehen sie zu viert zusammen hier draußen. Und die mögen das, also die mögen auch abends reinzukommen, weil sie dann eben ihr Bett haben, ihr Essen haben, ihre Ruhe haben. Und hier gibt es nicht wirklich einen Unterstand. Das heißt, es hat so zwei kleine Bäume, aber wenn es jetzt wirklich richtig schlechtes Wetter ist und der Wind pfeift und es Gewitter ist, könnten die sich nicht unterstellen. Und das wäre dann doch ein bisschen sehr belastend, sage ich jetzt mal. Und hier die 4 sind 3 Lusitanos und ein PAE. Der PAE ist der ganz links, der, naja, eigentlich wer weiß, gerade ist er ein bisschen dreckig. Und das ist mein Brave. Der wird jetzt eben 27 Jahre und begleitet mich seit über 20 Jahren. Na, querida? So, und jetzt kommen wir zum allerschönsten Ort auf dieser Welt. Und zwar auf die Weide der Stuten und der Fohlen. Also für mich ist es der schönste Ort wegen den Stuten und den Fohlen. Ich habe verschiedene Weiden. Ich habe eine Weide, wo die einjährigen Hengste stehen, wo die zweijährigen, wo die dreijährigen Hengste stehen. Die sind alle draußen, bis sie 4-jährig sind. Das heißt, ja, wenn die Dreijährigen dann 4-jährig werden, kommen die rein und dafür gehen die Fohlen, die abgesetzt wurden, die dann 1 Jahr werden, raus. So werden die Weiden getauscht. Und dann habe ich 2 Weiden für die Stuten. Hi, süße Maus. Na, kleine Mausi. Hi.
Und ich habe die Stuten meistens in 2 Herde unterteilt. Einerseits die Stuten, die trächtig sind oder Fohlen haben oder dann gedeckt werden sollen, also so ein bisschen die Zuchtstuten. Und in der anderen Herde sind die Jungstuten und die alten Stuten. Also die einjährigen, zweijährigen, dreijährigen Stuten und dann die Stuten, die gerade weder ein Fohlen haben noch gedeckt werden, die vielleicht ein Jahr Pause haben. Und dann die alten Stuten. Weil bei uns ist es so, dass wirklich jedes Pferd so lange sein Leben genießen soll, wie es möchte. Das heißt, wenn die Stuten älter werden und dem Gestüt keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr bringen, dann sortieren wir die nicht einfach aus oder bringen sie zum Schlachter, wie das leider häufig normal ist, sondern sie dürfen so lange bei uns leben und ihr Alter genießen, wie sie möchten. Unsere älteste Stute ist tatsächlich gerade 30 Jahre alt geworden und die zweitälteste 29. Und die brauchen im Moment, jetzt gerade der Winter war sehr hart, die brauchen im Moment gerade so ein bisschen Zusatzfutter und Zusatzbetreuung von unserer Seite. Und das machen wir alles, also da scheuen wir keine Kosten und keinen Aufwand, sondern machen das alles, damit es ihnen so gut geht wie möglich. Ja, wie gesagt, damit sie ihr Alter genießen können. So wie auch die beiden ältesten Zuchthengste, die wir gesehen haben, der Schimfrim und der Vibri, die eigentlich nicht mehr groß im Deckeinsatz sind. Also der Schimfrim gar nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen und Vibri ja noch so ein ganz bisschen. Aber trotzdem würden wir sie nie einfach abschieben oder sagen, ja jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Die haben dem Gestüt so viel gegeben und wenn ich ihnen im Alter einen schönen Lebensabend schenken kann, dann finde ich das nur fair. Und hier so bei den Stuten und den Fohlen ist es ein Ort, wo man sich ja, so richtig entspannen kann, wo man runterkommen kann, sich mit der Natur verbinden kann, mit diesen Pferden verbinden kann. Und das ist so ein Ort zum Durchatmen, ein Ort zum Batterien aufladen, ein Ort, um irgendwelche Sorgen loszulassen und ja, ein Ort, wo man gute Ideen hat oder wo es geht einem einfach immer besser, nachdem man hier war. Es ist ein wunderschöner Ort. Na, ihr Süßen? Na, meine Maus? Hast du einen schönen Platz gefunden hier? Ha? Hast du einen schönen Platz gefunden? Das ist die Habanera. Sie ist eine Tochter vom König Schimfrim und von der Quadrilla. Quadrilla ist unsere zweitälteste Stute, die jetzt 29 ist. Und sie ist trächtig und kriegt langsam einen dicken Bauch. Die Fohlen kommen jetzt erst im Mai, also es dauert noch eine Weile. Aber so langsam wird der Bauch ein bisschen rund. Das ist sehr schön. Ich finde die Stuten wunderschön, wenn sie dann so einen richtig dicken Bauch haben und so auf der Weide rumwatscheln. Ja, aber ist eine schöne Maus. Eine sehr schöne Maus. Und im Fellwechsel. Meine Schöne. Die Fohlen kommen, wie gesagt, im Mai. Ich plane immer möglichst so, dass die Fohlen auf die Welt kommen, wenn es nicht mehr zu kalt ist, aber auch nicht, wenn es schon zu heiß ist. Das heißt, so ab Mitte Juni und vor allem dann im Juli wird es viel zu heiß. Aber manchmal haben wir bis eigentlich fast Mai, Juni noch Nächte mit 0 Grad und wir hatten tatsächlich auch schon mal Schnee im April, Ende April. Und deshalb ja, ist es hier sehr herausfordernd, das gut zu planen, weil es ist nicht jedes Jahr gleich und das Zeitfenster ist echt klein. Das Ideal ist, dass die Fohlen zur Welt kommen. Und wenn wir weiter in den Süden ziehen, dann wird das Klima viel milder und dann wird das viel einfacher. Na Süße, noch ein bisschen weiter kraulen. Ja, war das schön. Das ist immer wieder sehr süß. Sie ist jetzt nicht die zutraulichste Stute,
Aber sie hat halt gemerkt, dass Kraulen doch sehr angenehm ist, vor allem gerade im Fellwechsel. Ich hätte mir so einen Kratzhandschuh mitbringen sollen, ne? Und dann ist das sehr süß, wenn sie einfach so kommen und dann sagen, ach, du könntest noch mal, das war schon schön. Meine süße Maus. Das ist sehr berührend. Und eben gerade wenn so Stuten, die früher sehr, sehr scheu waren, dann so Vertrauen fassen und so aufblühen. Man merkt hier sehr genau, welche Pferde bei mir aufgewachsen sind und welche nicht. Also es gibt eben ein paar, die haben jetzt im Laufe der Jahre auch Vertrauen gefasst wie sie. Aber früher wurde halt keine Zeit investiert, damit die Fohlen ja, sich an den Menschen gewöhnt haben, Vertrauen fassen konnten, auch halfterführig gemacht wurden etc. Und ich lasse und nehme mir sehr viel Zeit dafür und deshalb ist alles, was etwas jünger ist und bei mir aufgewachsen ist, vom Umgang her anders. Eine schöne Maus. Hier sind im Moment die Fohlen noch bei den Müttern. Ich setze immer erst ab, wenn die so 8 bis 10 Monate alt sind. Das ist sehr spät. Leider ist es, wobei es ist nicht spät, sondern eigentlich wäre es normal, finde ich. Oder sollte es normal sein, weil leider werden die Fohlen an vielen Orten, hi süße Maus, schon mit 5, 6 Monaten abgesetzt, was definitiv zu früh ist. Und was natürlich ein einschneidender Moment ist im Pferdeleben. Also so oder so ist es ein Moment, ich sage es mal, des Erwachsenwerdens, der natürlich immer besonders ist. Aber wenn der zu früh stattfindet, und 5, 6 Monate ist definitiv zu früh, dann ist es einfach noch viel schwieriger. Und es gibt viele Pferde, die quasi so ein Trauma haben vom Absetzen. Und die Fohlen sind kleine Plüschmonster im Moment und die gehen schon ziemlich eigene Wege im Moment. Also die sind schon sehr selbstständig geworden in den letzten Monaten und manchmal sieht man dann auch, also jetzt gerade die Mutter geht jetzt gerade andere Wege. Er hat beschlossen, er bleibt hier bei uns und ja, hat Vertrauen, mag gekrault werden, findet das schon mal toll. Und deshalb wird dann auch das Absetzen viel weniger traumatisch. Sondern es ist dann ein nächster Schritt im Leben, der okay ist. Wie gesagt, die Fohlen haben schon Vertrauen zum Menschen gefasst hier auf der Weide. Und sie bekommen auch immer, wenn wir sie absetzen, eine ältere Stute zur Gesellschaft, die so ein bisschen Kindergärtnerin spielt sozusagen, die so ein bisschen Ruhe und Ordnung und Stabilität in die junge Herde reinbringt. Und das ist gerade schön dort. Dort ist nämlich Soraya, die Fellpflege macht mit einem der Fohlen. Ich glaube, es ist Vireo, ich müsste ihn einmal von vorne sehen. Und Soraya wird jetzt dieses Jahr 27. Und sie war die letzten Jahre die sich um die Absetzer gekümmert hat. Das heißt, wenn wir die Fohlen eben von den Müttern trennen und dann auf dem Hof haben, auf den Paddocks, dann ist sie immer dabei. Und sie ist jetzt auch hier dabei, damit sie eben die Fohlen schon kennt oder die Fohlen sie kennen. Und das finde ich jetzt sehr schön, dass die hier Fellpflege machen und sich dann schon so kennen. Das ist eigentlich eine super Vorbereitung auf das Absetzen. Na, schöne Olala? Ihr macht es toll, ihr beiden. Ja, ihr macht es toll, ihr beiden. Finde ich ganz großartig. Kleiner Mann. Na, Soraya, bereitest du dich schon ein bisschen auf deine Rolle als Kindergärtnerin vor? Das finde ich toll. Du bist eine tolle Maus. Eine ganz süße Maus. Und so hat sie in ihrem hohen Alter noch eine Aufgabe. Und wenn sie dann irgendwann findet, dass sie keine Lust mehr hat, Kindergärtnerin zu spielen, dann finden wir sicher eine andere Stute, die das übernehmen kann. Aber in den letzten 2 Jahren hat sie das wirklich ganz großartig gemacht. Du bist eine tolle Maus. Und ich glaube, man sieht hier, was für eine schöne Ruhe das hier ist, wie
ruhig auch die Stuten sind, wenn die hier so durchgehen, wie ruhig die Fohlen sind, mit wie viel Vertrauen die hier unterwegs sind. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist auch eine ganz wichtige Grundlage, sage ich jetzt mal, oder so eine Basis, die Fohlen halt von klein auf mitkriegen, dass die hier im Herdenverband mit so viel Ruhe und Vertrauen aufwachsen. Also die kommen hier zur Welt in dieser Energie und die lernen vom ersten Tag an, die Welt ist in Ordnung, uns wird kein Leid angetan, die Menschen kümmern sich um uns, die sind nett. Hi Ronjasita. Man kann schön schlafen und liegen bleiben, auch wenn da Spaziergänger kommen. Ne, schöne Maus. Und das ist sehr wichtig und vor allem ist es prägend für den Rest des Lebens. Also wenn ein Fohlen irgendwo auf die Welt kommt, wo dauernd, wenn die Menschen kommen, ist die ganze Herde in Alarmbereitschaft und die Stuten haben eigentlich, also die Mütter haben eigentlich eher alle Angst, wenn die Menschen kommen etc. Das überträgt sich. Und das legt eben auch so eine Basis für den Rest des Lebens. Und wenn sie lernen, dass die Welt in Ordnung ist, dann kriegen die so ein Urvertrauen mit von Anfang an, was sie ihr Leben lang nie mehr verlieren werden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Hi, ihr zwei. Na, sind Rasita? Wir lassen uns auch viel Zeit mit allem, also mit der Ausbildung, eben mit dem Absetzen lassen wir uns viel Zeit, mit der Ausbildung. Das heißt, dass wir erst mit 4-jährig anfangen und dass wir nicht in 3 Monaten dann das Pferd geritten haben, sondern dauert vielleicht ein Jahr. Und wir lassen uns auch viel Zeit mit den Zuchtstuten. Das heißt, wir decken die nicht, wenn sie sehr jung sind, sondern in der Regel eigentlich erst, wenn sie 5 sind und wenn eine Stute noch länger Zeit für die eigene Entwicklung braucht, dann sogar noch später. Leider wird es häufig anders gemacht, dass die Stuten sehr jung schon das erste Mal gedeckt werden, einfach weil allem zu wenig Zeit gelassen wird. Also die Pferde werden irgendwie mit 5-6 Monaten abgesetzt, mit 2,5 angeritten und die Stuten werden mit 2 oder 3 Jahren gedeckt. Und ich finde das viel zu früh. Und es ist auch definitiv nicht gesund und nicht gut für die Pferde. Ne, süße Maus? Das ist die Velvet. Und wenn alles so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann wird sie hier auch irgendwann mal Mama werden. Was meinst du dazu? Aber zuerst wirst du mal groß und stark und kannst in Ruhe wachsen. Und dann schauen wir mal. Na, Süße? Du bist eine schöne Maus. Wie ich am Anfang gesagt habe, ist La Perla ja hier quasi gegründet worden. Und als ich damals vor jetzt dann bald einem Jahrzehnt das Gestüt übernommen habe, hatte ich beschlossen, hier zu bleiben, was natürlich viele Vorteile hatte. Als ich damals das Gestüt übernommen habe, war das extrem viel Neues, sage ich jetzt mal, was ich da auf meine Schultern geladen habe und was ich da alles gemacht habe. Und es ist ein Riesenabenteuer, auf das ich mich da eingelassen habe, so viele Pferde zu übernehmen, eine ganze Zucht und anfangen selber zu züchten etc. Und wenn ich damals alle Pferde eingepackt hätte und irgendwo anders hingezogen wäre das, glaube ich, nicht gut gewesen. Also ich finde es definitiv gut, dass ich hier geblieben bin in der ersten Zeit. Es ist aber hier nicht ideal und nicht optimal für die Pferde. Also zum Beispiel, man sieht ja, es wächst kaum Gras, es ist einfach noch viel zu kalt. In den Nächten haben wir noch 0 oder 2 Grad und es wächst überhaupt nichts. Das heißt, die Pferde können sich nicht ernähren von dem Boden und ich kann auch keine Reserven anlegen. Und ich muss alles Futter zukaufen und das sind enorme Kosten. Und ja, das ist einer der Gründe, weshalb ich umziehen möchte. Ich kann hier, so wie die Begebenheiten sind und wie alles ist, nicht die Werte
wirklich ganz umsetzen und leben, die für mich sehr wichtig sind. Und eben der wichtigste Wert ist das Wohlergehen der Pferde. Und für die Pferde ist es definitiv häufig sehr hart, den Winter auch oder das ganze Jahr über hier draußen zu sein. Ich kann nicht wirklich gutes Weidemanagement machen, weil eben ich nicht mehr Flächen zur Verfügung habe und weil eben viel zu wenig wächst. Das sind so ein paar der Gründe, weshalb wir umziehen möchten. Und der Pachtvertrag lief 10 Jahre und ich hätte ihn jetzt um weitere 10 Jahre verlängern können und habe mich ganz bewusst dagegen entschieden und bin sehr dankbar, dass wir die ersten 10 Jahre hier sein durften. Und ich habe sehr viel gelernt und ich bin einen langen Weg gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, weiterzugehen. Und deshalb möchten wir mit 200 Pferden umziehen. Diese Maus. Hier haben wir eine La Perla-Versammlung, weil Perla ja Palomino bedeutet. Na, Indiathita, das hier ist die India. Sie war tatsächlich mal Springchampion von Nordspanien, bevor sie dann wieder zu uns zurückgekommen ist und jetzt hier auch schon zweimal Mama geworden ist. Auch eine wunderschöne Chimfrim-Tochter. Diese Maus. Für mich machen die Pferde das Leben und diese Welt auf alle Fälle sehr viel besser. Und sie haben mein Leben sehr stark geprägt und ich habe unglaublich viel von den Pferden gelernt. Und ich kann mir mein Leben ohne Pferde nicht vorstellen. Und ich möchte gerne diesen Ort hier und diese Zucht erhalten, damit auch ganz viele Menschen hierher kommen können oder dann eben auf die neue Finca kommen können, wo alles noch viel schöner wird, um auch viel für sich selber mitnehmen zu können, damit sie auch so von den Pferden lernen können und die Batterien aufladen können, die eigenen, dank der Energie der Pferde. Ei, süße Maus, alles gut, stört dich keiner in deiner Siesta. Na, Dirna noch? Ei, süße Mausi. Na, es ist schön hier. Das ist eine der Jungstuten. Sie gehört eigentlich auf die hintere Weide, aber sie hatte einmal eine Verletzung und wir mussten sie dann ein bisschen näher ranholen und jetzt lebt sie bei den Großen mit. Süße Maus. Ich möchte diesen Ort hier erhalten für die Pferde in erster Linie, aber auch für die Menschen, damit sie hierher kommen können und von den Pferden all das, was die Pferde uns so großzügig schenken, auch mitnehmen können in ihr eigenes Leben, dass der Ort bleibt, wo man hinkommen kann, sich mit der Natur verbinden kann, mit der Energie der Pferde verbinden kann und so auch ein gutes Gegengewicht hat zu der Welt, die da draußen ganz häufig verrückt und laut und schnell und digital und alles ist. Hi, Operita. Hi, schöne Maus. Und deshalb setzen wir alles dran, dass wir es schaffen, dieses riesige Projekt zu realisieren. Und ja, es ist ein Projekt, um die Welt der Pferde zu verbessern, um die Welt zu verbessern und auch die Welt für die Pferde zu verbessern, damit die Pferde einen Ort haben, wo sie in absolutem Vertrauen leben und aufwachsen können. Und dass auch die Menschen einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo eine absolut heile Welt ist. Und man sich entspannen kann, ein Ort, an dem die Menschen bei sich selber ankommen können, fühlen, wie es ist, glücklich zu sein und ein Ort, wo die Seele Frieden finden kann. Und deshalb arbeiten wir gerade pausenlos an dem Riesenprojekt, damit das klappt und damit La Perla weiterhin besteht und sogar noch aufblühen kann und ja, damit es diesen Ort gibt, wo die Menschen auch hinkommen können und in Verbundenheit mit den Tieren die Momente genießen können und das im Hier und Jetzt zu sein. Und
es ist ein Projekt, um die Welt zu verbessern, für die Pferde, für die Menschen, und deshalb soll es eben auch ein Gemeinschaftsprojekt sein, also quasi von den Menschen und für die Menschen. Und ja, so sind wir auf dem Weg, und ich hoffe, dass ihr alle Teil davon seid und den Weg mit uns geht.